Guten Tag, ich möchte meinen Hund für den Flug nach Frankfurt einchecken. Guten Tag, selbstverständlich, einen kleinen Augenblick bitte. Wie war der Name? Müller. Herr Müller, Sie wollen mit Ihrem Hund nach Frankfurt reisen, korrekt? Ja, genau. Leider gilt für den heutigen Flug ein Heat-Embargo. Ihren Hund können wir wegen der aktuell hohen Temperaturen leider nicht befördern. Wie bitte? Ein was gilt? Ein Heat-Embargo. Oder anders ausgedrückt, ein Flugverbot für lebende Tiere im Frachtraum. Moment, was heißt das jetzt? Was für aktuell hohe Temperaturen? Der Flug geht doch erst in 3 Stunden. Der Flug ist nicht das Problem, sondern die Außentemperaturen. Es ist aktuell zu heiß draußen. Laut Metadaten haben wir über 30 Grad Celsius. Da kann ich leider keine Ausnahme machen. Okay, dann nehme ich einfach die spätere Maschine, dann sollte es ja kälter draußen sein. Der spätere Flug wird wieder von United Airlines durchgeführt und nicht von uns. United bietet keinerlei AVI-Service auf der Strecke für Privatpersonen an, tut mir leid. Ja, dann halt morgen, geht ja nicht anders. Der Flug morgen wird wieder von uns durchgeführt, ja, aber es gibt aktuell keine freien AVI-Plätze für den Flug. Die Maschine ist bereits voll belegt. Was heißt das jetzt? Sitze ich hier fest oder wie soll ich das verstehen? Sie nicht, aber fürs Erste Ihr Hund. Ich würde empfehlen, sich schnell nach anderen Optionen umzusehen. Aktuell sind unsere verfügbaren Möglichkeiten hier sehr eingeschränkt. Ich kann jetzt auch nichts mehr für Sie tun. Danke. Und genau das ist das Risiko eines Heat-Embargos. Viele denken bei einem Flug ins oder aus dem Ausland nur an Ticket gebucht, AVI-Bestätigung vorhanden. Problem erledigt. Aber beim Tiertransport funktioniert das so nicht. Denn ein Heat-Embargo kann selbst eine komplett geplante Reise innerhalb weniger Minuten zerstören. Und das Gefährliche daran ist, du hast oft keinen Einfluss darauf. Wenn die Temperaturen am Boden zu hoch sind, und zwar höher als 29,3 Grad Celsius, darf und wird die Airline den Hund nicht transportieren. Nicht vielleicht, nicht unter Umständen, nicht mit Diskussionen. Nein. Die Gefahr für das Tier ist aufgrund der Asphalttemperaturen auf dem Rollfeld und der eventuell auftretenden Wartezeit beim Verladen zu riskant für die Airline. Die Fluggesellschaften wollen nicht, dass hier das Tier in der Box überhitzt. Und jetzt beginnt das eigentliche Problem. Denn plötzlich musst du andere Flüge finden, andere Airlines prüfen, freie AVI-Kapazitäten suchen, eventuell Hotels organisieren und manchmal sogar den kompletten Airport wechseln, während draußen 30 Grad herrschen und du einen Hund dabei hast. Viele unterschätzen komplett, wie schnell man dabei in eine Sackgasse geraten kann. Besonders in den USA. Denn dort bieten längst nicht mehr alle Airlines AVI an. Und selbst wenn, die Anzahl der Tiere pro Flug ist begrenzt. Heißt, der nächste freie Platz kann Stunden oder sogar Tage entfernt sein. Und auch dann kann wieder das Thema Heat-Embargo euch einen Strich durch die Rechnung machen. Das ist kein Randthema. Das ist eines der größten operativen Risiken beim internationalen Tiertransport per Flugzeug überhaupt. Wer mit Hund fliegen will, muss dieses Szenario kennen, bevor es passiert und man dann nichts mehr machen kann. Und wie komme ich dazu, euch das hier zu erzählen? Wer meine Videos bisher angesehen hat, weiß, dass ich einen Hund in den USA gekauft habe, welchen ich Ende Juni abholen werde. Und eher zufällig bin ich auf den Begriff Heat-Embargo gestoßen, denn die Airline hat mich bei der telefonischen AVI-Buchung nicht darauf hingewiesen oder aufmerksam gemacht, dass es sowas überhaupt gibt. Dementsprechend wusste ich bei meiner Reiseplanung noch nichts davon. Also habe ich recherchiert. Und je mehr ich mich beim Thema Heat-Embargo informiert habe, desto klarer wurde mir, ich habe ein Problem. Mein ursprünglicher Plan war nämlich, den Hund in West Virginia abzuholen und dann von DC nach Frankfurt zu fliegen mit der Maschine um 18:05 Uhr. Da man aber 3 Stunden vor Abflug am Sperrgepäckschalter sein muss, würde das genau in die Zeit fallen, wo es in Washington im Sommer nicht nur am heißesten ist und die Sonne prall auf dem Rollfeld steht, sondern die Wahrscheinlichkeit eines Heat-Embargos sehr hoch ist. Also nicht nur theoretisch möglich, sondern tatsächlich ein reales Risiko, dass der Hund nicht mit darf. Ich habe also bei der Lufthansa angerufen, da ich ja dort, wie bereits gesagt, meine Flüge gebucht und meine AVI-Bestätigung für den Rückflug hatte. Beim Telefonat habe ich 3 Sachen gelernt. Das erste: Man erfährt nur das von der Lufthansa, was man selbst erfragt. Nachdem ich das Thema Heat-Embargo nämlich angesprochen habe, kam relativ schnell und freundlich: Ja, das kann passieren. Das zweite: Umbuchen ist bei Economy Light Tickets absolut unnötig und lohnt sich null. Kulanz gibt es hier gar keine, neu buchen ist deutlich billiger. Und drittens, dass die Airline-Mitarbeiter auch nur Menschen sind, die ihren Leitfaden runterspulen, ohne zu hinterfragen, warum eine bestimmte Aussage mitunter keinen Sinn ergibt. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Ich habe also, nachdem ich wie gesagt mit der Airline telefoniert habe, erfahren, dass ich als Plan B auf Cargo ausweichen soll. Also, gesetzt dem Fall, dass ein Heat-Embargo in Washington für mich bzw. den Hund greift, ich den Hund per Cargo nach Deutschland schicken soll. Also separat ohne mich, weil Cargo wohl andere Möglichkeiten hat. Das Problem hier ist aber, der Airline-Mitarbeiter gab mir hier gefährliches Halbwissen. Denn wer glaubt, damit seien alle Probleme gelöst, ist falsch gewickelt. Ja,
Cargo hat zwar noch andere Möglichkeiten als ich mit meinem AVI-Transport, aber auch Cargo-Abteilungen müssen sich an IATA-Vorgaben halten und folglich auch an Embargos. Die können dann zwar auf andere Maschinen und andere Uhrzeiten ausweichen, aber auch das ist mit nicht zu verachtenden Kosten verbunden. Und was viele auch nicht wissen, Cargo kann man als Privatperson meistens gar nicht selbst beauftragen. Dazu muss eine spezialisierte Agentur beauftragt werden, sogenannte IPATA-Agenturen. Woher ich das weiß? Ich habe nach dem Hinweis der Airline auf Cargo als Plan B zurückzugreifen mit besagten Agenturen telefoniert. Mit bestimmt 10 verschiedenen, sowohl in Deutschland als auch in den USA. Und hier bin ich froh, bei einer Agentur jemanden am Telefon gehabt zu haben, der die Lust hatte, mich zu informieren und mir Tipps zu geben. Von der Agentur bekam ich den Insider-Hinweis überhaupt. Wenn du den Hund wirklich selbst holen willst, sagte sie, wechsel den Flughafen. Zum Beispiel JFK, der ist weiter oben und am Wasser und demnach kühler. Oder ändere die Uhrzeit, also flieg später. Auch habe ich erfahren, dass es Unterschiede gibt bei den Embargos. Denn an den Airports in Washington und New York gelten die Embargos nur situativ und nicht saisonal, wie zum Beispiel in Dallas oder Las Vegas. Das ist schon mal gut. Nachdem ich diese Info bekommen habe, habe ich 3-mal bei der Lufthansa angerufen, um mir das bestätigen zu lassen. Und ja, genau so ist es. Es gibt situative und saisonale Embargos. Gut zu wissen. Späterer Flug, gleich wahrscheinlich kühler, gleich geringeres Risiko eines Heat-Embargos. Also wollte ich die spätere Maschine um 22:15 Uhr nehmen, statt 18:05 Uhr. Ich rief also wieder die Lufthansa an, um umzubuchen. Und tja, was soll ich sagen? Der Flug wird zwar von der Lufthansa angeboten, aber von United Airlines durchgeführt, ein sogenannter Codeshare-Flug. Und United Airlines bietet kein AVI für Privatpersonen mehr an auf dieser Strecke. Also kein späterer Flug von Washington aus möglich, da die einzige Lufthansa-Maschine im Direktflug immer um 18:05 Uhr startet. Und ich habe keine Lust, da eine Woche am Airport abzuhängen, mit Hund und auf schlechtes Wetter und freie AVI-Plätze zu hoffen. Also habe ich die ursprünglich geplante Flugroute von Washington nach Frankfurt, welche bereits verbindlich gebucht und bezahlt war, gestrichen und stattdessen einen Flug ab John F. Kennedy International Airport nach Frankfurt gesucht. Und gefunden. Und habe im Zuge dessen auch direkt nach einem Flug gesucht, welcher später startet und vor allem von der Lufthansa durchgeführt wird. Geplanter Abflug 21:50 Uhr. Später am Abend, niedrigere Temperaturen, deutlich entspannteres Zeitfenster. Also wieder die Airline angerufen, um Folgendes abzuklären. Gibt es am Abflugtag in dem Flugzeug, welches um 21:50 Uhr startet, noch freie AVI-Plätze? Ja, die gab es. Ich habe also die Airline-Mitarbeiterin darum gebeten, am Telefon zu bleiben, damit ich den Flug buchen kann, um den AVI-Platz meiner Buchung hinzuzufügen. Nicht, dass der nachher noch weg ist. Gesagt, getan. Ich habe also direkt auf der Lufthansa-Website neue Flüge gebucht. Kurz danach kam dann auch direkt die AVI-Bestätigung. Eine Umbuchung des Fluges wäre zwar technisch möglich gewesen, in dem Flugtarif, welchen ich ausgewählt hatte, wäre das aber mit exorbitant hohen Kosten verbunden gewesen und eine Neubuchung hat sich daher eher gelohnt. Denn eine Kulanzregelung gibt es in dem Fall bei der Lufthansa nicht, da es höhere Gewalt ist. Also blieb ich auf den Kosten meiner ursprünglich gebuchten Tickets sitzen. Naja, sei es drum. Natürlich bleibt auch am JFK ein Restrisiko, was das Thema Heat-Embargo angeht. Aber ein deutlich geringeres. Und irgendwie muss der Hund ja mit. Ein Heat-Embargo kann theoretisch immer passieren. Und genau deshalb lohnt sich proaktive Planung. Denn ich habe lieber jetzt 1.000 € verbrannt, als nachher am Airport zu sitzen und nicht nach Hause zu können. Denn ich lasse mit Sicherheit keinen Hund in einer Transportbox an einem International Airport zurück, nur weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe. Damit euch das nicht auch passiert, habe ich dieses Video für euch gemacht. Und da ich dieses gewaltige Risiko eines Heat-Embargos nun auf ein Minimum reduziert habe, möchte ich euch in meinem nächsten Video zeigen, wie ich die restliche Reiseplanung für meinen Extremkurztrip in den USA durchgeführt habe und was euch in der Zeit vom 26. bis zum 28.06. erwartet. Denn ab dann geht's live und ungefiltert mit meinem Puppy Run. So oft es geht, werden wir dann live gehen und euch teilhaben lassen an unseren Eindrücken in den USA. Wenn ihr Fragen zum Thema Heat-Embargo habt oder ähnliche Erfahrungen gemacht habt, lasst es mich wissen. Schreibt es in die Kommentare und falls noch nicht geschehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal, euer Ben.